Die Corona-Pandemie hat die USA voll im Griff. 3,5 Millionen Infizierte, davon 138.000 Todesfälle. Trump, der um seine Wiederwahl im November bangt, spielte das Virus von Anfang an herunter. Wir haben die Situation unter Kontrolle, es verschwindet mit der Aprilhitze und eine Maske hatte er bis zu dieser Woche auch nicht getragen, denn sie sei ein Zeichen der Schwäche und der Demokraten. Aha. In dieser unwissenschaftlichen Verleumdungskampagne war der 79-jährige Epidemiologe und Immunologe Dr. Fauci die Person, der die Amerikaner vertrauten. Eine New York Times-Umfrage zeigt, dass 67% der Befragten Dr. Faucis Einschätzungen zum Virus vertrauten, während Trump nur auf 26% Zustimmung kam. Woran liegt das? Dr. Fauci ist zurückhaltend, moderat. Er versucht zwar Trump nicht zu verärgern, aber stellt Trumps Falschaussagen richtig und gesteht Handlungsfehler ein. Ein Interview vom April zeigt, dass er sich seit Februar für die Einhaltung von Abstandsregeln einsetzte. Trump sich zu diesen aber erst einen Monat später bereitschlagen ließ. The New York Times reported yesterday that you and other top officials wanted to recommend social and physical distancing guidelines to President Trump as far back as the third week of February, but the administration didn't announce such guidelines to the American public until March 16th, almost a month later. Why? You know, Jake, as I've said many times, we look at it from a pure health standpoint. We make a recommendation. Often the recommendation is taken. Sometimes it's not. But it is what it is. We are where we are right now. Do you think lives could have been saved if social distancing, physical distancing, stay-at-home measures had started third week of February instead of mid-March? You know, Jake, again, it's the what would have, what could have. It's very difficult to go back and say that. I mean, obviously, you could logically say that if you had a process that was ongoing and you started mitigation earlier, you could have saved lives. Obviously, no one is going to deny that. Für die Verzögerung nimmt Dr. Fauci Trump ein wenig in Schutz. Faucis Vorschläge erfolgten aus rein medizinischer Sicht. Die politischen Erwägungen seien sehr viel komplizierter. Dennoch gibt er auf Nachfrage zu, dass natürlich zwischenzeitlich Menschen gestorben sind, die bei sofortiger Einführung der Abstandsregeln nicht hätten ihr Leben lassen müssen. Und dies ist für Trump einfach zu viel der Wahrheit. Das Weiße Haus setzt nun alles daran, Dr. Fauci zu diskreditieren. Der Washington Post ließ das Weiße Haus eine Sammlung seiner falschen Aussagen zukommen. Diese Zusammenstellung ist aber ungerecht, denn natürlich hat Dr. Fauci, sobald mehr Informationen vorlagen, seine Einschätzungen revidiert. Anfangs hatte er gesagt, dass er nicht glaube, dass das Virus asymptomatisch sein könnte. Nach weiteren Fällen und Studien änderte er seine Einschätzung. Zusätzlich werden seine Aussagen aus dem Kontext gerissen, nur zur Hälfte zitiert und er als unzuverlässig dargestellt. Hier ein Beispiel. Should we be changing our habits, and if so, how? No, right now, at this moment, there is no need to change anything that you're doing on a day-by-day basis. Zum Glück gibt es das Interview auf Video und so können wir uns den Rest seiner Passage anhören. Now the risk is still low, but this could change. I've said that many times, even on this program. You've got to watch out because although the risk is low now, you don't need to change anything you're doing. When you start to see community spread, this could change and force you to become much more attentive to doing things that would protect you from spread. Er sagte ganz klar, sollten die Fallzahlen steigen, müssten Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Und die Trumpsche Regierung wehrte sich gegen diese, wegen der Wirtschaft. Ein Reporter, Jim Acosta, fragt Trumps Pressesprecherin Kayleigh McEnany, warum die Regierung Dr. Fauci schlecht redet und seine falschen Aussagen bemängelt, wenn doch Trump auch Falschaussagen tätigt. Stichwort Bleichmittel injizieren. McEnany's Antwort. Why is the White House trashing Dr. Fauci? Reporters. We were asked a very specific question by the Washington Post, and that question was President Trump noted that Dr. Fauci had made some mistakes, and we provided a direct answer to what was a direct question. As the president made mistakes, he suggested at one point that Americans inject themselves with disinfectants, that sort of thing. Why not send out these notes to reporters about what Dr. Fauci said in the past with your names on it?
You were sent out by a White House official. The president has said he doesn't trust anonymous sources, and yet you were sending out these notes to reporters anonymously. Look, I would note that in terms of the president and his record on coronavirus, he stands by the actions and the steps he's taken in this historic response. Trump steht zu seinen Aussagen. Na super. Wir haben also auf der einen Seite einen Wissenschaftler, der bereit ist, aufgrund vermehrter Studien und neuer Faktenlage seine Position zu revidieren und der sich nicht schämt, Fehler einzugestehen. Und auf der anderen Seite Trump, der nicht imstande ist, seine Fehler zu erkennen, immer Recht haben muss und bereit ist, jeden anderen als Sündenbock darzustellen. Vor allem, wenn dieser jemand höhere Umfrage hat als Trump, was ihn in seiner Eigenliebe zur äußersten Weißglut treibt. Wirklich schwierige Entscheidung.